Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds. Und man hört es vielleicht. Ruhe. Da oben war ein Terminal und da konnten wir einfach mit 40er Hacken, Fertigkeit. Konnten wir einfach rein, habe ich schnell gemacht und das war aber jetzt nicht so besonders. Als dass ich es unbedingt aufgenommen hätte oder so. Und jetzt gucken wir mal hier in diese Bar. In die Rhabarber-Barbaren-Bar. Und schauen mal, was da so abgeht. Und nebenbei machen wir hier noch dieses ganze Generve weg. Dieses... Das nervt. Also die Spreads, die haben sie so richtig schön nervig gemacht in dem Spiel. Finde ich gut, weil das halt absolut dazu passt, aber nervig. Schnellreiseort, okay. Und hier liegt einfach mal so Muni rum. Das verstehe ich halt nicht, ne? Angeblich geht's den Leuten hier so schlecht und bla 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 und sonst irgendwas. Und dann steht hier so viel Zeug einfach noch in der Gegend rum. Anstatt, dass sie das jetzt mal alles schon gehortet hätten oder irgendwo in Lager verpackt haben, ne? Nö. Da muss erst irgend so ein komischer Dude oder halt in unserem Fall Dudette vorbeikommen und das leer räumen, bis sie dann mal... bis das hier mal leer geräumt ist halt. An sich. Klingt komisch, ist aber so. Serialisierter Wächter von Gesetz und Ordnung. Mit blau und roter LED. Wie cool. So, was haben wir denn, was haben wir denn hier? Es ist so dunkel. Willkommen, Benutzerin Trendy. Hinweis, Elektrisierungsration aktiv. Durch die Nutzung dieses Terminals stimmst du zu, pro ausgewählter Option 1 Bit zu zahlen. Lizenzierungsverlauf. Ausgehende Lieferung. Och, Lieferungsgedöns. Okay. Schiffsname Perseus. Terra 2, Schleife E, Verladehafen Gorgon, Entladehafen Edgewater, Entladedatum 2350-0114, 2000 Kisten 3 entlassene Mitarbeiter, 5 versetzte Mitarbeiter. Achtung, im Verzeichnis gelistete Inhalte überschreiten das empfohlene Maximalgewicht. Schade. Terra 1, Schleife SB4, Gorgon Stellar Bay. 2344 Kisten mit Prototyp, 2 Tonnen Roherz, 15 Versetzte. Schiffsname Ethics Gradient. Charybdis, Schleife G3, Tartarus, Gorgon. 350 Kisten mit je 100 Einheiten sterilisierter Injektionsampullen, 30 mit Sauerstoff gefüllte Hochdruck. Stahlzylinder, 25 Freiwillige. Freiwillige. Mhm. Schiffsname Profit Margin. Ah, schön. Terra 2, Schleife B7, Byzantium Gorgon. 3 Konzernsicherheitstrupps aus je 3 Feuerteams. 500 Ladungen leichte Munition, 2000 Ladungen schwere Munition. Ein Paket mit 10 Einheiten Mondmann-Aufsteller. Ja gut. Nachrichten. Eingehende Nachrichten. Mostly C. Trendy an von Mostly C an Trendy. Verschiedene Bemerkungen zu Argosys Exportrate, einschließlich einer Abmahnung. Dominik. Bist du mit dem Konzept der Relativität vertraut? Das ist eine rhetorische Frage. Mir ist klar, dass die Ausbildung von Spacers Choice keinerlei Geschäftsphilosophien umfasst. Betrachte das ruhig als eine kleine Förderstunde. Grob definiert ist Relativität ein wirtschaftliches Konzept, das die Produktivität in Bezug zu einer Beziehung setzt.
in Bezug zu einer Beziehung setzt. Okay. Zum Beispiel erreicht Argosys, sprich dein Warendepot, deiner Ansicht nach eine absolut angemessene Exportrate für Lieferung. Von der Perspektive deines geschäftstüchtigen Kollegen, sprich S. Reynard, jedoch ist die Exportrate von Argosys Warendepot geradezu erbärmlich. Wenn ein einzelner deiner Kollegen das Dreifache deiner Produktivität erreichen kann, ist Argosys Warendepot relativ zu diesem Kollegen ein Misserfolg. Dein Erfolg wird stets an deinen schnellsten, stärksten und produktivsten Kollegen gemessen. Verstehst du das? Bitte nimm dir einen Moment, um über den Inhalt dieser Nachricht nachzudenken und ihn dir zu Herzen zu nehmen. Des Weiteren wirst du gebeten, eine der unten aufgeführten Abmahnungen auszuwählen und deiner Lebenszeitakte beizufügen. A. Die Qualität deiner Arbeit ist gemessen an den Standards von Spacers Choice inakzeptabel. B. Die Qualität deiner Arbeit ist relativ zu der Leistung deiner Kollegen inakzeptabel. C. Der Vermerk einer offiziellen Abmahnung in deiner Lebenszeitakte stellt einen Verstoß gegen den Verhaltenskodex von Spacers Choice dar und resultiert in einer offiziellen Abmahnung. Was? Okay. Zurück zu Nachrichten. Ausgehende. An Reynard S. von J&D. Effizienz. Hör mal, Kumpel, ich habe keine Ahnung, wie du es schaffst, aus diesem elenden Loch, das du ein Büro nennst, das Dreifache an Lieferungen zu bearbeiten, aber schalte verdammt nochmal einen Gang runter. Mostly schnüffelt mal wieder in Argos' Exportraten herum und jetzt fragt er, warum Louis und ich es gemeinsam nicht schaffen, so viele Lieferungen abzufertigen wie du allein. Langsam denke ich sollte ihm sagen, dass du dich an den Vorräten des Adrena-Time-Prototyps bedienst. Hm? Ich denke, das würde ihm nicht gefallen. Meinst du nicht auch? Scheiße, vielleicht stimmt das sogar. Wenn das der Fall ist, sag mal, dann solltest du mir und Luis vielleicht mal zur Hand gehen, wenn wir die nächste Ladung an Testsubjekt-Kadavern abfertigen. Dann kannst du die Effekte von Kems Wunderdroge aus nächster Nähe erleben. Archivierte Nachrichten, Velasquez. Lieferanfrage, hohe Prio. Dom. Du musst mir helfen. Die Lieferung für Monarch ist verschollen und jetzt schreibt mich dieser Obermacker von Konzern an und sucht nach Antworten. Nicht Mosley, nicht Godfellow, dieser streifentragende Wichser aus Byzantium, Bancroft. Dein Cousin arbeitet immer noch in Cascadia, richtig? Meinst du, er könnte sich mal nach Stellar Bay rüberschwingen und, ich weiß nicht, mal am Hafen nachsehen, ob die Lieferung dort ist? Die ID ist Z42ML8TXY. Wurde letzte Woche abgefertigt. Ich weiß, das ist ganz schön viel verlangt und du weißt auch, wie ungern ich dich um Gefallen bitte, aber ich schwöre beim Gesetz, wenn ich jetzt aus meiner Tür schauen würde, stünde da dieser Bancroft-Typ mit einem Schraubenschlüssel in der Hand, wie so ein Mafia-Boss aus diesen Bootleg-Serien von der Groundbreaker. Bitte, Mann. Du weißt ja, wie sehr ich an deinen Kniescheiben, wie sehr ich an meinen Kniescheiben hänge. Louis. Elektrizitätsrationierungsrechnung prüfen. Jan Dominic schuldet aktuell 9.530 Bits. Rechnung für Jan D begleichen. Verlassen. You have an unpaid balance. This unit is watching. Okay. Ich bin doch aber gar nicht dieser Trendy. Aber der ist ganz schön trendy. Anscheinend. Ja, du willst mir ja wohl nicht erzählen, dass ich hier keine Spreads abknallen darf. Let's have a chat. Okay, keep him quiet. Don't want to chat? Fine. You're on my list now, bub. I will put you in the ground! That's the last of them!
So. Come here. Let's have a chat. Ja, You komme. wanna chat? Ich komm doch schon. You're on my list now, bub. Ich bin doch nun gerade hergekommen, oder? All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Good. Look up. Now look down. Thank you. Got him from my mother. You're doing swell. Now, name and occupation. I could do without the sass, but that's good enough. You're cleared. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. Welcome to the Sprat-Shack. You can head on downstairs. Mhm. Was hast du damit gemeint? Die Leute haben sich verwandelt. Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change. Never for the better. Mhm. Und was passiert, wenn die sich verändern? First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled themselves. Mhm. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Wo bin ich hier genau? This is the Sprat-Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way. That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Mhm. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Just don't ask me to dance. Warum nicht? Was ist deine Aufgabe? Bouncer, bodyguard, law enforcer. I make sure the Sprat-Shack gets only the highest caliber of clientele. That's us. Yes, your presence screams high class. Alter, was soll We denn get a das lot of jetzt? brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat freelancer types. Both sides have their share of dirty scoundrels. And I hate dirt. Hm. Na gut. Hm. Welche Art von Leuten kommen denn in den Sprat-Shack? This is a sublight bar, so most of our regulars come to plunder the old labs. The facility's locked up behind miles of red tape, so progress is slow. A lot of time to drink and reevaluate, then venture out and try again. Was kannst du mir noch über Gorgon sagen? Something bad happened here. Spacer's Choice was developing chemicals. The kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. Na, This true. place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat-Shack, talk to Lex behind the bar. Okay, danke. Stay cool. Ja, gleichfalls. Oh, ugh. This place smells like Felix's birth. A true den of iniquity. How refreshing. Ja gut, dann hol doch mal runter. Ob die mich hier unten angehen, wenn ich Sprats killer? Ich meine, es ist immerhin die Sprat-Shack, ne?
Naja, anscheinend nicht. You're a humbug, Trixie, and worse, a thief. I can't steal what's lawfully mine, you tangle-footed dimwit. Bring it up, you two. I've heard more than enough of your shit for one day. So, tobender Betrunkener, okay. Ich gehe einfach mal hier hinter, ne? Ist doch bestimmt nicht schlimm. Great work. Also dafür, dass man hier nicht rumballern soll und so weiter, liegt hier aber immer ganz schön viel Munition rum. Alles klar. Ja, gehen wir mal wieder, ne? Nee, komm. Was ist denn hier hinten los? Ha? Ach so. Are you my agent on the ground? Sorry? I've been sent to meet a certain someone about a certain piece of merchandise. Na gut. Trixie, was ist denn los? That was my salvage, Trixie. doch mit You Philipp. had no right to it then, and you've no right to it now. I risked my life sneaking around marauders to claim that wreck. And I didn't see your name on it. Now you've done it. Eat fist. All right, that's enough. This is a family establishment. You want to make a mess? You make it outside. But this was personal, Lex. It's a question of salvage. That wreck was gonna make me a fortune. Lex zu nicken, streiten sich die Leute hier öfter. Oh, it's the same fight every day. 5 years we've been at this, and we still can't agree on how to properly tag salvage. Now you two listen, this is my place. While you're in the Sprat-Shack, you'll sit quietly, or I'll forbid you to come here at all. Is that understood? Fair's fair. I'll have a stout, and we'll settle this later on our own terms. Ah, it's no good to leave a fight unresolved. If I don't do something, these two are gonna be at each other's throats. Was schlägst du vor? Would you do me a favor and weigh Klar. in as a third party? I can use an unbiased set of eyes on the problem. And an outsider like you fits the bill. Willst du sie hier einen betrunkenen Disput lösen? If you wouldn't mind. Ich kann es ja mal versuchen. Freddy, Trixie, go on and make your case to the generous stranger. I'll start, seeing as I'm the one who's been most wronged in this equation. Erzähl weiter. So, just up the road and due east of here, there's a shipwreck lodged in the mountainside, right? I staked my claim on that wreck. Then I wandered in for a drink. An hour later, Trixie swaggers in bragging about her salvage. Ugh, the nerve of some people. Und wie hast du deinen Anspruch markiert? I climbed on top of it and called out in my loudest voice, "Finders keepers!" Ist das legal? I don't know about legal, but it's legit by sublight standards. Assuming anyone was around to hear it, which we can't know for sure. Someone must have heard me. They just ain't brave enough to step forward and admit it. Und wie lautet deine Seite, Trixie? When I found the shipwreck, there were no salvage mark. See, the whole area was teeming with bloodthirsty marauders. So I snuck around and added my tag, clear as day, so no drunken idiots could claim the salvage out from under me, Freddy. For the record, when I heard the marauders coming, I left. Trixie must have set her mark down after me. In Gedanken versunken mit den Fingern trommeln. Nicht ungefragt sprechen, letzte Warnung. I kept my mouth shut during his story. He should have the courtesy to return the favor. Ja, genau. Anyway,
That's my story, ma'am. Welche Markierung hast du denn auf dem Wrack hinterlassen? I drew an X in the dirt. With my toe. Was? Hätten die Plünderer nicht in der Zwischenzeit drüber stolpern können oder es vom Winde verweht werden können? Wouldn't surprise me in the least. But that doesn't mean it ain't mine. In all my years, I've never heard a more contentious argument. I don't envy your shoulders for bearing the weight of responsibility. You've heard it from them both. So, who gets the salvage? Freddy hat das Wrack für sich beansprucht, für ihn vom Gesetz her. Diese Idioten wissen nicht, wie man eine Bergung markiert, also entscheide ich zu niemandes Gunsten. Ja, das ist eigentlich das Beste, ja. Schwimmen. Chat, was sagt ihr? Hä? Chat? Chat? Was sagt ihr, Chat? Wem sollen wir es geben, Chat? Dann würdest du keinen... Was? Was? Ich wäre eigentlich auch für 3. Ja. Sehe ich eigentlich auch so. Also... Ja, komm. That ain't no kind of fair. She ain't even from around here, Lax. Here's a 6-pack on the house, plus your fee. Maybe now we'll finally get some peace around here for a change. Kommt das häufiger vor? A little too often if you ask me, but that's the sublight way. Anything worth doing is worth fighting over. Freue mich, zu Diensten gewesen zu sein. Come and chat if you're ever feeling thirsty. That's my captain. Very diplomatic, Captain. Though fighting would be preferable to another conversation such as that. What are you looking at? Gonna puke. Oh, it went down. False alarm. Oh Mann, ey. Also das war ja mal dämlich. Der eine stellt sich da... Oh. Der eine stellt sich drauf und schreit und die andere... Und die andere macht ein X mit dem Fuß in den Boden. In den Sand. Ey, for fuck's sake, dann macht wenigstens irgendwo hängt ein Schild dran oder macht irgendwie einen Graffiti-Check dran oder sowas. Meine Güte. Kann aber nicht so schwer sein. You think the folks here like strangers? Because some of them are looking at us like maybe not. Surprisingly. Ah, ich dachte, ich kann hier klauen. Kann ich wohl nicht, wie es aussieht. Barbesucher, Barbesucher, Barbesucher. Hey, you! Okay. Fair enough. Das kann man gesehen haben. So. Leonora. Was ist los?
You don't look like one of the salvagers, no? Don't really seem like the type. Ne. You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey is far from over. Okay, wie kommst du darauf? Confidence. The scavengers around here, they're faking it. You're the real deal. I don't know if you're bound for the old ruins, but in case you are, can you look into something? I'd do it myself, but of course, the Marauders would eat me alive. Na, natürlich, klar. Hängt davon ab, was du brauchst. Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress. Toll. Ja, es wäre auch wirklich viel zu einfach. Ja, genau. So Graffiti dran machen, nee, das wäre ja Quatsch. Ich meine, selbst dann könnte man ja immer noch sagen, ja, ey, hast du mal gesehen, wo du das Graffiti dran gemacht hast? Alter, das kann man ja gar nicht sehen. Und ich habe aber hier dann danach eins dran gemacht. Oder, ey, hast du denn mein Graffiti nicht gesehen? Hä? Das ist an der und der Stelle, Mann. Da musst du mal besser gucken. Es ist ja genau dasselbe. Wenn es doch nur bei all der Technik irgendeine Möglichkeit gäbe, digital zu kommunizieren und dann irgendwie Sachen zu beantragen. Ach, das wäre jetzt aber auch. Dieses Etwas muss sehr wertvoll sein. Sublight dreht keinen Stein um, wenn sich darunter nicht ein bergbares Wrack befindet, ja. Well put. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Jerome okay. was on maintenance duty. I cleaned out test tubes till they sparkled. Cool. Wo ist Jerome jetzt? Nowhere good, that's for sure. In his final hours, Gorgon was a war zone. Violence broke out in the labs. The hills were full of marauders. You couldn't take a leisurely stroll without an armed escort. When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ships. Jerome won. I lost. Scheiße. As soon as I wasn't looking, Jerome switched our tickets and pushed me to the front of the line. I got to leave. Jerome stayed behind. I never saw him again. Oh, scheiße. Lass mich raten, jetzt bist du hier, um ihn zu finden. You're a quick study. Mhm. This place is greedy. Took my Jerome, and it would have taken me too. I just want one thing back. His old hip flask. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. Was glaubst du, ist ihm zugestoßen? No point in denying it, he died on this rock. Likely torn apart by marauders, unless he took care of himself on his own terms. I don't like to imagine what happened, but I know I have to accept it. Ich kann nach dem Flachmann Ausschau halten. You'd really do that for me? Na klar. Law. And I'll bet you're worth 10 of those sublight sprats. I don't have much, but if you help me, there's a little set aside for the occasion. Jerome used to drink with his buddies in a small kitchen opposite the maintenance shed. Might be a good place to check first. Okay. Ich wollte dich erst noch was fragen. Yeah? Erzähl mir von deiner Zeit auf Gorgon. The lab coats kept quiet about the project, but the air was charged with excitement. You could feel it wherever you went. They wanted to change the world. A tenfold boost to worker productivity with no side effects? Who wouldn't salivate at the thought? I don't know what went wrong, but when the shit hit the fan, it sprayed everyone in its path, including me. Ja, jetzt scheint es nämlich so, als wenn wir auch mal ein bisschen was mitbekommen von der Geschichte hier von Gorgon. Deswegen möchte ich halt auch mit den Leuten reden. Ja, ist mir schon wichtig, dass wir hier ein bisschen was noch rausbekommen. Also, Roscoe Clanton.
Lebst du noch? Ich frag lieber nicht. What's the story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. Supplies came in, deadly chemicals went out. Alter! Was ist denn das für eine Alpha-Wand gewesen, bitte? Genau auf den Kopf gezielt und dann so, ach nö. Sullivan, du hattest recht, was diesen Ort angeht. Ich habe was über kostspielige Ware in Erfahrung bringen können. Aber dafür müsste ich nur meine Lauscher aufsperren. Anscheinend gibt es einen Minenschacht die Straße runter, hinter Verbraucherforschung und Kontrolle. Und dann weiter nach Osten. War mal ein alter, toter Briefkasten, aber keiner geht mehr hin. Frag mich, wieso. Könnte gefährlich sein, aber was wäre ich denn für ein Halunke, wenn ich die Ware da einfach so allein rumsitzen lassen würde, hm? Komm dahin, sobald du das hier liest. Ich werde nicht auf dich warten, aber ich wette, dass sich da mehr Beute befindet, als ich alleine wegschleppen kann. Jenna. Someone's in here. Oh, well. It's coming back up again. Ich habe das Gefühl, dass der hier nicht mehr lange lebt. Ah. Alter, das sieht ja aus. Naja, wir gehen dann mal wieder, ne? Wir lassen dich mal in Ruhe. Kannst ja alleine sterben. Ah. Understood. On my way. Great work. Das weißt du doch gar nicht. Code zum Aufschließen. Wo könnte der sein? In Zimmer und Verpflegung im Sprat-Shack 350-Bit, Brustwurst 25 Bits, BKI-Schlüssel 100 Bits, Munition 50 Bits, Stogie Slims 200 Bits, Glacial Age Whisky 500 Bits. Irgendwas Seltsames in den Minen untersuchen. Anmerkung, nicht in die Minen gehen. Mordlüsterner Mondmann in der Schlucht, vermutlich eine regionale Legende. Möter gleich gelb, Spacers Choice Logo gelb. Zufall? Es gibt keine Zufälle. What the fuck? In Gorgon sind viele Leichen begraben, aber kaum Kriegsbeile. Jeder war auf irgendwen sauer und hat irgendwen wegen irgendwas beschuldigt. Lawrence Goodfellow hat das Büro für kreative Inkubation geleitet. Tatsächlich unwissend oder stellt er sich nur dumm? Olivia Ambrose, Projektleiterin, leitende Wissenschaftlerin, kratzbürstige Perfektionistin. Anmerkung, Minnie nichts über sie fragen. Bei der Evakuierung ums Leben gekommen. Lucien Bancroft, Spacers Choice-Chef, ein echter Obermotz. Nur wenige registrierte Besucher auf Gorgon, angespanntes Verhältnis zu Ambrose. Okay, es geht noch. Marion Blakesley, Leiterin der Verbraucherforschung und Kontrolle, Nerven aus Stahl, Herz aus Eis und so weiter. Verschwunden, als alles den Bach runterging. Jasper Lowe, Leiter des Chem-Labors, hat gegen Ende des Projekts immer unberechenbareres Verhalten an den Tag gelegt. Herbert Saint-Germain, er ist ein Geist. Hat in einer der Einrichtungen gearbeitet, ist plötzlich verschwunden, Einträge wurden alle gelöscht.
Schade. Kein Code gefunden. Konnten wir auch nicht klauen. Computer sagt auch nein. Hier oben drauf sagt auch alles nein. Wie kann man denn nur die ganze Zeit neben so einer Werkbank schlafen? Die ganze Zeit donk, 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 donk macht. Da wirst du doch albern. Ich glaube, wir haben alle Sprats erledigt. Danke, du Pisser. I felt like I was part of something important. Like my work made a difference. So, hier, Roscoe. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal, but you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Wer ist denn Lex? Lady at the bar. She not give you the whole nice to meet you, we're all pals here gosh darn it spiel the second you walk through the door? Damn. Girls lost their spark. Gorgon will beat the fight out of anyone. If this dive's patrons don't do it first. Arbeitest du hier oder was? Ja, was sag ich? Erinnert dich nur an unsere arme Maria, die die ganze Zeit in der Base abhängt und Sachen produziert. Ja. 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 Die müssen wir auch mal aus unserer Base rausholen. Come on. Do I look like some kind of sub-like knuckle dragger to you? Ja, I'm schon. a journalist. Was a journalist. Whatever. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit. Ich merk schon. Du scheinst ja echt eine schwere Zeit zu haben. Kann ich dir irgendwie helfen? If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Na klar. Alten Mistkerlen zu helfen macht etwa 80% meiner Arbeit aus. Wo drückt denn der Schuh? Dr. Wells ain't that old, Captain. Well, I've been trying to get away from this rock for 5 lobby-fucked years, but I can't stay gone. Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Du hast die Interviews versteckt und jetzt soll ich sie wieder beschaffen. Kommt das in etwa hin? Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. Heute ist dein Glückstag, Roscoe. Ich besorgte die Aufzeichnung. Almosen gibt's von mir nicht. Was ist für mich drin? Warum hast du die Aufzeichnung überhaupt versteckt? Someone had been trying to steal them since the day my assistant and I started interviewing. Couldn't even keep them in my safe. They always found a way in. So I took to hiding them all over the fucking asteroid. Thought I was so clever. What a fool I was. Warum lässt du den Vertrag dann nicht links liegen und verschwindest? Du hast eine Assistentin erwähnt. Wo ist sie jetzt? Oh, Georgie? Yeah, she helped me with interviews. A real whiz with the portable recorder tech, too. When things got crazy, I shoved her onto the last ship off Gorgon. With any luck, she's safe and comfortable in Byzantium. She tried every which way to stay, but it was my contract keeping us here, not hers. Didn't seem fair she'd have to suffer just because I made a bad deal. Stimmt, da haben wir doch diesen einen Phonograph haben wir doch gehört. Die hatte auch ein Auge auf dich geworfen, mein Guter.
Warum lässt du denn nicht links liegen und verschwindest? Oh, I've tried. Make no mistake. I've caught a couple of rides out with sublight folks. But the board's fixers always send me right back. And I'm not about to stand toe-to-toe with marauders just to fulfill a line item on a contract. Hm. Na, dann ist heute dein Glückstag. No shit? That's downright civilized of you. All right. One of them I stash in the Office of Creative Incubation, in the projector room on the 3rd floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper entrance. Warum dort? Seems like a good idea at the time. Someone had started a fire, folks were shooting other folks. It was a madhouse. Hm. Alles klar. Nächster? You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. Okay, kein Problem. Und der Rest? Du bist ganz Gorgon abgelaufen, nur um deine Aufzeichnung zu verstecken? Didn't have much of a choice. The primals had gotten loose, couple of them were chasing me. The recordings just ended up wherever I hid. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe in observation room B. Im Beobachtungsraum? Hätte dich da nicht irgendwer gesehen? What with the test subjects running loose, the researchers were surprisingly unobservant. Alles klar, ich komm wieder. Strength to your sword arm, friend. And thank you. Ah, ja, kein Problem, kein Problem. Das machen wir doch glatt. So, hier sind wir auch durch. Ja, da sind wir durch. So, na gut. Bevor wir dann jetzt mit Lex sprechen, was wir ja noch vorhaben, beenden wir erstmal die Folge. Dann sprechen wir mit Lex. Und dann machen wir uns auf. Mal gucken, ob wir so die erste Nebenquest dann von hier anfangen. Oder ob wir uns einfach erstmal in die Wildnis rausbegeben. Das müssen wir gleich mal gucken. Mal sehen, was vielleicht Lex auch noch so auf Lager hat an Aufgaben oder so. Mal sehen. Wir sind ja gerade erst angekommen. Auch wenn wir schon wieder ewig viel Zeit hier drin verbracht haben, aber wir sind trotzdem gerade erst angekommen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Cheerio. Ciao.